Hinten im Kofferraum. Scheiße! Kannst du mit Handy filmen? Nein! Wie aufmerksam die sind. Ja, ja. Die haben die Löffel aufgestellt und gucken zu uns. Was sind das denn für Idioten? Wir sind in Afrika, genauer gesagt in Südafrika. Zum ersten Mal sehen wir Zebras in freier Wildbahn. Einfach so, aus dem Nichts. Hier sind sogar Fußspuren von denen. Aha. Oh, mir geht das Herz über. Sollen wir weiterfahren? Ja! Oder müssen? Müssen nicht. Schau mal hier, schau mal. Wow. Oh mein Gott. Moin, moin zusammen. Herzlich willkommen zu unserem neuen Video und zwar zu einem ganz besonderen. Heute nehmen wir euch mit zu Kwaku, einem Living Museum. Genau, wir sind ja hier gerade in Südafrika. Wir befinden uns eine Stunde von Kapstadt entfernt. Ja, hier gibt es das sogenannte Sun Heritage Center oder Kwaku. Wir haben es bestimmt falsch ausgesprochen, ganz sicher sogar. Die San, das ist eigentlich die älteste Bevölkerungsgruppe hier im südlichen Afrika. Sie erzählen heute etwas über ihre alte Kultur, sie sind Jäger und Sammler gewesen zumindest. Und die Geschichte reicht bis zu 20.000 Jahre zurück. Manche sprechen sogar von 100.000 Jahren. Und da sind wir natürlich sehr gespannt, was wir heute alles überliefert bekommen an alten Wissen und Traditionen und Gebräuchen. Da sind wir schon sehr, sehr gespannt. Noch Schlange. Was? Oh. Das war fies. Das war echt fies. Ist die Hose trocken? Ich brauche eine neue Hose. Aber zuerst habe ich wirklich gesagt, dass das eine wäre. So ein Okay. Ostsee. Ja, genau. Aha, naja. Genau. Ist animiert. Ja. Oh, guck mal hier. Wow, ist das aus Holz geschnitzt? Ich glaube ja. Und Wow. dann lackiert oder so. Ne? Cool. Aha. Ja, schon richtig, richtig toll hier angelegt und ist einfach sehr, sehr weitläufig, dieses gesamte Gebiet. Und wir gucken einfach schön in die Natur rein. Ja, hier hat man eine Station, wo man Steine bemalen kann. Wenn man dann nachher fertig ist, dann kann man den bemalten Stein hier einfach hinlegen und kann so den afrikanischen Kontinent befüllen sozusagen. Das ist einfach eine tolle Idee. Macht die Vielfalt auch Sehr deutlich, schön, ne? sehr schöne Motive. Ja, richtig Da so schön. ein Mandala. Aha. Ja, das Mandala hier ist auch sehr hübsch. Na, ob ich das so gut hinkriege, weiß ich nicht. Da sind Spiegeleier. Spiegeleier. Ja, Ja, warum nicht? Also alles, was einem so einfällt, genau. kann man wohl hier drauf malen. Sehr, sehr schön. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal kurz zu unserem Häuschen und machen mal eine kleine Roomtour. Könnt ihr mal gucken, wie man hier wohnen kann. Und da ist unser Häuschen. Unser Nachtquartier für heute. Unser Nachtquartier. Da der Schlüssel. Ja, los geht's. Richtig cool. Mit Kamin. Und ja, kommen wir mal ins Schlafzimmer. Das sieht nach einem gemütlichen Bett aus. Ja. Toll. Den Ventilator brauchen wir heute nicht. Es ist kühl. Wir sind ja im Winter da, im afrikanischen Winter. Also Ende Juli.
Also ist, ja, also hier drin geht es eigentlich. Also draußen, wenn die Sonne scheint, ist natürlich auch ganz schön. Aber ist schon kühl. Eine Jacke braucht man schon. Gucken wir uns mal das Bad an. Ja, schön große Dusche. So, gehen wir mal raus. Das ist sozusagen unsere Terrasse mit dem Blick. Wow, Wahnsinn. Echt toll. Und wie gesagt, da vorne ist die Feuerstelle, da kann man abends dann auch noch sitzen, wenn man möchte. Richtig, richtig schön. Also die Nacht kostet im Winter, hier liegt bei 2000 Rand. Das sind 100 Euro pro Nacht. Ja, ist für Südafrika, glaube ich, vertretbar. Insbesondere, wenn man hier das Kulturzentrum unterstützen kann. Auch dadurch ist es natürlich auch sehr schön. Mir gefällt's. Ja. Gut, dann würde ich sagen, habt ihr das mal gesehen? Wir gehen mal zum Essen. Mal gucken, was es da so Schönes gibt. Wollen uns stärken und dann machen wir mal die erste Tour. Und wollen mal... Steine bemalen. Ja, später dann. Ne? Wollen uns auch erstmal was über die Kultur erzählen lassen. Ja, geht gut durch den Hals. Das Essen ist angekommen. Also hier gibt es einmal Blumenkohl, Kartoffeln, Brokkoli und nochmal Blumenkohl. Ja, der Blumenkohl, der ist hier in einer Kräuter, also ich glaube Petersilien-Mischung mit Zwiebeln und Knoblauch. Also wirklich sehr, sehr schmackhaft. Und Zitrone ist auch mit bei. Auf die Frage, wie hat es geschmeckt, gucken wir uns mal gerade die Teller an hier. Alles leer. Ja, direkt neben der Rezeption gibt es einige Plakate. Kuschelig warm ist es hier. Hier brennt der Kamin. Und hier sieht man auch an der Tafel sieht man die verschiedenen Touren, die man machen kann. Wir haben uns im Vorfeld schon für eine entschieden, haben die auch schon gebucht im Vorfeld und bezahlt. Wir machen nämlich Way of the Sun, also der Weg der Sun. Good afternoon and welcome to Kwatu. My name is Nasada and I'm from Platfontein, close to Kimberley from the Northern Cape. And in Platfontein you will find two San tribes, the Kung speaking San people and the Quidam speaking group. And I'm from the Quidam speaking San group. So I'll take you guys to our way of the San building. We're going to learn a little bit about the traditional lifestyle of the San people, a little bit about hunting and gathering and how they do the killing. So here in South Africa, San people have lost the cultural practice of hunting and gathering. So most of the children who are San descendant here in South Africa, they grow up with the stories of hunting and gathering. But you'll find that people still hunt and gather in Namibia, Botswana, Angola as well. There are very few of them that we know about that are in Zambia and Zimbabwe. And then in that area, they have counted San groups that still hunt and gather, and they found out that there are 300 to 600 people that still lives isolated in Botswana that hunt and gather. Now, inside the building, you will find there are recordings that was recorded all over in Namibia. It's sounds of people talking to each other or singing. It's sounds of animals, wind and rain. So these are our ways of giving you guys the experience of what San people feel, living out into the field with wildlife, hearing the sounds every day. And before we go into the building,
we always do what sun hunters do before they go out on a hunt, and that is to call upon their ancestors. So on the glass wall it says, "Ancestors, protect us and give us luck on our hunt." But then unfortunately, my San ancestors don't understand English, so we have to do it in a San language. So there we have the main one that's written in one of the San languages that's also spoken in Namibia. So first I'm going to read it out loud so you guys can hear it. Okay. And then I am going to practice the clicks with you. And then I'm going to read it slowly and then you guys will try and repeat after me. So this is how it reads. E te hi ua oi hui e ka e suan haure hmpa e ke tona. E te wang oi hui e ka e suan haure hmpa ke tona. Now there are 13 different San languages. Not all of the 13 languages use all 5 clicks that we have in our languages. Some of them use only 4 or 3, and then there are languages that use all 5. Now these 5 clicks that we have in our languages are as follows. First click is a / like that one there, and that is our dental click, tongue pressed against your front teeth. And second one looks like a half hashtag sign, and that is our palatal click, tongue flat up to your palate. And then we have the exclamation mark. That's our alveopalatal click. You do it with the tip of your tongue up to your palate. Yes. And then we have the 2 / slices. Now these are our lateral clicks. You do it with the side of your tongue at the back. It's the sound that you make when you're calling a horse. And then the last one is a labial click. It's a circle and the dot in the middle. So that one don't appear here because that's not in this language. So the labial click is the easiest of the clicks. It's also very romantic because it's a kissing sound. So if I combine all 5 clicks and say it in one, it sounds like this. Okay. Now I'm going to read it slowly and then you guys can try and repeat after me. Okay. We try our best. E te Ne. I ua Yi ua oi ngo i hui ngui e ka e sua haure aure pa e no pa e na e ke tona. ke mo ona. Well done. Now, You're very polite. so now we are ready to go inside the building to learn and have fun. Das war wahrscheinlich so schlecht, Wir müssen noch viel üben. aber wir haben unser Bestes gegeben. And welcome in Way of the San. So this side of the building, it's about hunting and tracking, gathering and foraging, and that side of the building is about identifying plants, what's edible, what's medicinal, and what's poisonous. So here we have a couple of tracks. Yeah. We're going to talk about the big ones there. So this is how men go out on a hunt. So importantly, you have your elderly man at the front leading the hunt because he have like more knowledge to pass on to the younger generation. And then when they're hunting, they're always quiet because they're listening to these different sounds that we hear now in this building. For us queer people, we always listen to the woodpecker because that bird, we believe, brings a message to us from the ancestors. It's either it's like a good message, like your hunt will be successful, you can continue to hunt, and sometimes give you signs like fly from the next tree and lands on the next bush, and when you come to that, it flies to the next bush again. And then sometimes you'll find like it makes a different sound.
which is a sound of warning, like don't go out and hunt, there is danger, or you will not be successful on your hunt. And then you also sometimes find that like it flies directly towards you. They believe that that's also like stopping you from proceeding with your hunt. So that's why they're always quiet. Wind is very important when you're out on your hunt because of your smell. So what they sometimes do is they like pick up sand and drop it slowly to see which side the wind will blow it, to see whether the wind is like blowing from your direction going to where the animals are, or coming from where the animals are to your direction. You identify your animal. Is it a eland? Is it a lion? Is it a kudu? And then also to identify whether this animal was running here or was just walking. Because if you track a running animal, same thing, you will not get to the animal because the animal was running. Bow and arrows are used for hunting. Now in that glass box we have everything for women, bracelets, headbands, necklaces, waistbands and stuff, perfume holders. And then inside here we have everything that a man will use. And then I asked like one of the men, like, why do you guys have to wear something beautiful and colorful? Why not women? Yeah. And they said like women are already beautiful and they like colorful things. If we wear these colorful things, then we'll attract them to us. I was like, okay. And now here we have this small bow and arrow. Okay. You don't apply any poison on it, and it's not that sharp to penetrate deep into your skin. So what do you think, can young men go and hunt with such a small bow and arrow without any poison, and it's not that sharp? I think Some tortoise? huh? What? Tortoise? Turtles? No, birds. Maybe birds. Birds? So Rabbit? think about love, guys. So these small bow and arrows are called Cupid bow and arrow or love bow and arrow. That's it. Now let's go to a replica village. Okay. This is how a typical sand village looks like. Huts are built in a circle form. Doors always point directly to the center, and that is for protection and lookout, so that they can see if something comes to the next person's hut, so they can help them and or take some actions. And then this is Donika. She's going to do the demos of these things that we have here. She's going to do it in her language, it's Khmer, and then I'm going to translate in English. So people do dance around the fire in the evening. So most of the time people like, or maybe you guys have seen in documentaries, people like San people always talk about ancestors, talk to ancestors, or my ancestors bless us, or my ancestors do this. We do like know God. God is there. And then most of our San elders believe that our ancestors are closer to God. And then if they talk to their ancestors are kind of like messengers. And then the ancestors will communicate for them with God, and then will give the message, or through their ancestors they can communicate with God. Okay. What's this get qua oka? The go to naga what's it going to go da? I think of that I will not this out da. What's it this got the Matanga kitchen? What's this game got them? I want. But then each took a check and that's the same was good. So fire making is very difficult. So women don't make fire, only men. Using the fire making stick, you take a dry grass, you soften it, and you put it underneath that stick with the holes. For beginners, you take sand and put it into the hole to help you with the friction. And then you wet your hands with your saliva for a better grip, and you start doing your friction. Sometimes two men help each other. They will sit, the other one will sit at the opposite direction of the other one, and where the other one stops off, he picks from there and go. So you continue to do the friction, you continue to drill. It will produce dark powders, and these dark powders are hot, and then it falls on the dry grass underneath the stick, and the dry grass will start to smoke. So then you remove the stick and you pick it up gently, and then you fold the dry grass, and then you blow it gently. When it catches the flames, you put it on your dry twigs, and that is how man makes fire. Okay. Is it possible to make fire from this? Yeah.
Okay. Tourists have done this? Yeah. Okay. Oh, okay. Ja, das war wirklich eine tolle Führung. Haben bestimmt jetzt über eine Stunde haben wir jetzt ja, ein bisschen was über das kulturelle Leben der San erfahren. Ja, ist natürlich immer nur so ein kurzer Einblick oder das Gröbste. Im Detail kann man das natürlich in der kurzen Zeit gar nicht alles erfassen. Aber schon richtig schön. Also toll. Ich bin gespannt morgen. Morgen früh können wir dann nochmal uns die anderen Ausstellungen angucken. Ne? Ja. Und vielleicht auch nochmal eine Tour machen. Also es war wirklich sehr, sehr interessant. Und da oben im Baum lauert ein Stoffleopard. Also man muss immer gucken, also bevor man sich unterm Baum ausruht, wenn man in der Natur unterwegs ist, ob nicht irgendwelche Gefahren lauern. Also das so als Warnhinweis quasi hier oben, dass man immer guckt und immer auf Gefahren auch achtet. Wir haben, was hast du entdeckt? Webervogel, ne? Schatzi, wir hören sie die ganze Zeit, aber da hinten gibt es Aber die Nester. die Nester, genau, da sind sie am Häusle bauen. Am Häusle bauen. Dann gucken wir uns das mal an. Es soll so sein, dass die Weibchen gucken sich die Nester an und wenn es denen nicht gefällt, dann zerstören sie das Nest und das Männchen muss wieder von neuem anfangen. Was? Ja, das Weibchen wird wohl eingeladen in das Nest und wenn es ihr nicht gefällt, dann wird das Nest zerstört. Kann sie dann nicht einfach wegfliegen? Nee. Sagt, nee, das ist so ein Dreck. Oh mein Gott, ist das fett. Das ist ja cool, hier überall. Wow. Den Kamin haben wir schon mal angemacht. Kann sich schon mal aufheizen so langsam hier. Ja, wir haben für heute Abend einen Korb bestellt, weil das Restaurant schließt nämlich um 5 Uhr. Und damit wir heute Abend was zu essen haben, haben wir schon mal so einen Essenskorb vorbestellt. Kostenpunkt für 2 Personen liegt bei 700 Rand. Das sind 35 Euro für 2 Personen. Und was da drin ist, das zeigen wir gleich. Oh. Sehr schön. Oliven. Oliven. Was hast du denn da fein? Gegrilltes Gemüse. Gegrilltes Gemüse, schaut mal. Salat. Quinoa oder was ist das? Kann sein, dass es Quinoa ist. Sag mal. Sieht jedenfalls so aus. Das mit ist ein bisschen roter Reis. Oh ja. Chocolate. Chocolate Cake. Was haben wir hier? Noch ein. Der gleiche nochmal. Der gleiche nochmal. Noch kann man es Das sind diese anpassen. Bohnen. Die Bohnen Ach so. mit Pilzen. Bohnen mit Pilze. Und es Genau. ist noch tiefgefroren. Da sind noch Eiskristalle drauf. Genau, der muss in den Airfryer. So, dann dein Salat. Aha. Da gibt es zweimal alles, okay? Und nochmal Gemüse. Nochmal Gemüse. Fein. Super. Jetzt setzen wir uns gleich erstmal noch ein bisschen nach draußen, genießen den Sonnenuntergang. Moin, moin. Ja, wir hatten eine geruhsame Nacht. Gestern Abend hatten wir noch einen schönen Sternenhimmel. Ne? Einen wunderschönen Sternenhimmel. Und wir haben sogar einen Teil der Milchstraße sehen können. Genau, wir haben das fotografiert.
Ja, also es war natürlich toll. Es war also 2 Tage irgendwie nach Neumond, glaube ich, ist es. Also der Mond hat nur eine kleine Sichel gehabt. Und der war auch schon untergegangen, so gegen 8 oder so. Genau, ja. Also es ist schnell untergegangen sozusagen. Also war sehr dunkel. Ja, genau. Wir haben hier wenig Lichtverschmutzung. Das ist ja, man sieht es ja hier, es ist sehr naturgelegen, also sehr idyllisch. Und ja, es war wirklich sehr, sehr toll. So, und heute Morgen warten wir jetzt mal auf den Sonnenaufgang. Es ist irgendwie 7:30 Uhr etwa. Durch. 7:30 Uhr durch schon mittlerweile. Genau, ja. Und jetzt hoffen wir, dass wir einen schönen Sonnenaufgang hier sehen, bevor es dann in einer Stunde zum Frühstück geht. Ja. Sind wir auch schon gespannt. War auf jeden Fall ein ganz toller Tag gestern. Und gestern Abend auch noch sehr, sehr schön vom Feuer noch gesessen. Und Ja. heute Morgen auch wieder eingeheizt. Ja, Lars war schon vor 6 Uhr aus dem Bett und hat den Kamin eingeheizt. Naja, wir hatten im Schlafzimmer 16 Grad. Das ist, ja, es geht noch, aber ist schon frisch natürlich. Ja. Kriegt man eine kühle Nase. Auf jeden Fall. Nee, wunderbar. Ja, das Frühstück ist serviert. So, wir haben lecker gefrühstückt. Und wir sind richtig satt geworden. Ja, also genau. Kann sich ein Gericht aussuchen von der Frühstückskarte. Das ist inklusive und ein Getränk von der Karte. Und dann, ja, wenn man jetzt mehr möchte, dann muss man das dann extra zahlen. Aber wir beide sind auf jeden Fall satt geworden mit einem Frühstück. Und alles sehr gut, sehr lecker, wirklich. Ja, 10 Uhr ist Checkout. Jetzt müssen wir sehen, dass wir unsere 7 Sachen packen. Stimmt, wir haben nur noch 40 Minuten. 40 Minuten jetzt noch. Ja, genau. Und die können wir ins Auto packen. Auto gerade umparken und dann gucken wir uns noch eine Ausstellung an. Und zeigen mal, was es hier sonst noch so gibt. Guckt mal einer an. Wer malt denn da? Darf man schon wissen, was das für ein Motiv wird? Nein, Nein. kannst Okay. du rätseln. Kann ich jetzt mal gucken. Das sieht aus wie eine Sonne. Fertig ist das Kunstwerk. Und hier die stolze Künstlerin. Hat nur eine Stunde gedauert. Nein, das stimmt nicht. Ja, dann ist es Zeit, diesen Stein zu legen. Sehr schön. Guck, jetzt bist du ein Teil von dem großen Ganzen. So, das war's hier von unserer Seite. Wir haben jetzt einen halben Tag gestern verbracht, haben die Nacht hier, waren auf dem Gelände und nochmal einen halben Tag heute Vormittag. Ja, und wir können es auf jeden Fall empfehlen. Definitiv, auf jeden Fall. Es ist sehr informativ, sehr aufschlussreich, sehr schön gestaltet hier und liebevoll auch. Ja, die Leute sind total nett. Es ist nur eine Stunde von Kapstadt entfernt, also man kann hier schnell mal hochfahren und muss auch nicht über Nacht bleiben. Man kann das auch als Tagesausflug machen. Aber wir würden schon empfehlen, also für ein wirklich Es ist auf jeden Fall ein Erlebnis, auch über ein Nacht. besseres Erlebnis. Genau. Der Sonnenaufgang und der Sonnenuntergang, auch der Nachthimmel hier, herrlich. Ja, gestern genau haben wir noch die Milchstraße gesehen. Also es war einfach toll in der Langzeitbelichtung. Einfach richtig schön.
Genau, Jäger und Sammler sind ja die San, also und ich finde, mit so einer alten Geschichte, das kann man auf jeden Fall, das ist was Außergewöhnliches, kann man auf jeden Fall hier machen, wenn man hier vor Ort ist. Und auch hier das Kulturzentrum dadurch unterstützen. Und ja, ist einfach unfassbar interessant natürlich auch. Gut, ja, das war's von dieser Seite aus. Wir fahren jetzt nach Stellenbosch, aber das seht ihr in einem neuen Video. Bis Bleibt dran. dahin.